Oh hey! Random, hast du nicht schon mal dieses Video gemacht? Was redest du da, klein Timmy? Ich habe noch nie über Klonoa geredet. Anyway, heute geht es um Klonoa. Und damit presse ich meine Tradition des Random Soaks, wo ich etwa monatelang über Videospiele kein Video mache. Ja, ich kann mal im normalen Monatstag ein Video über Videospiele machen. Soccer, ich weiß. Anyway, heute reden wir mal über die Klonoa Fantasy Review Series Remastered Remake Collection der ersten zwei Klonoa-Spiele. Was ich zu diesen halte, wie ich die empfehlen würde und Co. erfahrt ihr in diesem Video. Bedenkt hierbei, handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, hierbei muss ich etwa nicht wirklich viel spoilern. Also, falls ihr etwa Sorgen habt, über Klonoa gespoilert zu werden, dann macht euch keine Sorgen. Anyway, alles Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir mal los mit den Meat des Videos. Vorab möchte ich etwa noch Bescheid geben, dass ich hierbei nur über die Switch-Version rede, falls bestimmte Dinge deutlich anders sind in manchen der anderen Versionen, dann entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Wisst einfach nur, dass meine Meinung hierbei über die Switch-Version geht und nicht über die anderen. Anyhow, kommen wir doch mal wirklich zum Meat dieses Videos, und zwar Klonoa. Wer ist nun Klonoa und was macht ihn so besonders? Was auf den ersten Blick aussehen könnte, wie ein Charakter, der nicht etwa fair am Platze wäre in der Sonic-Welt, ist Bandai Namcos ganz eigene Antwort auf den 90er Jahre Boom an Plattformer-Maskottchen. Denn Klonoa hat so ein süßes Design einfach nur. Wenn man sich etwa die Storys der beiden Spiele anschaut, also Klonoa 1 und 2, wie ich etwa für den Großteil dieses Videos die Games nennen werde, dann könnte man zuerst ahnen, dass es einfach nur eine sehr simple Story ist. Aber was auf den ersten Blick sehr simpel klingt oder auch aussieht, hat dann doch deutlich mehr zu sich. Und auch wenn ich gesagt habe, dass es hierbei keine Spoiler geben soll, so doch kann ich etwa eine Sache sagen, dass Klonoa in vielen Aspekten für mich in puncto Story punktet. Aber was ist nun die Story? Nun, in Klonoa 1 und auch teilweise in 2 geht es um Klonoa, der mehr oder weniger eine Welt retten muss von bösen Geistern. Die Welt, das Setting aka, wird im zweiten Teil ausgetauscht, also kriegen wir etwa auch eine gute Variation im zweiten Teil, auch hier in dieser Remake Remastered Collection. Und ja, es ist eine sehr simple Prämisse, aber vor allem der zweite Teil, und das möchte ich etwa wirklich betonen, bringt etwas schöne Twists und Turns in die Story und macht auch die Dinge retroactively interessanter im ersten Teil. Aber wie gesagt, ich möchte darauf nicht etwas zu sehr eingehen, denn Klonoa ist von diesen ganzen Maskottchen-Plattformer so unbekannt und ich möchte es einfach nicht spoilern. Ich denke wirklich, ihr solltet das für euch selber erleben, weil es ist einfach nur eine wundervolle Story. Eine andere Sache, die ich etwa hier loben kann, ist, dass Klonoa in seiner Umsetzung und auch in seiner Story cinematisch ist, sehr grand scale ist, große Stakes hat, aber nie etwa den Faden verliert und nie etwa zu sehr zu einem Film mutiert. Mit manchen Games, so sehr auch ihre Story wirklich punktet bei mir, so doch finde ich, dass manchmal das Gameplay ein wenig mangelhaft ist oder halt eben nicht so interessant ist. Klonoa weiß, wie man etwas zu unterhalten hat, und auch wenn das Gameplay her relativ dein typischer, klassischer Plattformer ist, auch in der Steuerung her, so doch hat es seine eigenen Tricks und Twerks und wie es etwa mit der Story interagiert und zu ein wird, ist einfach nur wundervoll sich anzusehen und wundervoll zu spielen. Apropos Gameplay, wie ist denn nun das Gameplay? Zugegeben, es ist eigentlich wie immer bei einem klassischen Plattformer, falls ihr etwa sowas wie Super Mario, also die originalen 2D-Spiele und so weiter gespielt habt, dann wisst ihr eigentlich, was euch da erwarten wird. Mit Klonoa nimmt man aber da etwa einen Aspekt auf, der zum Beispiel in ein paar der neueren Kirby-Spielen schon zu sehen ist. So kann man etwa seine Gegner nutzen und sie effektiv nutzen, sei es nun etwa fürs Fliegen, sei es nun etwa fürs Werfen und so weiter und so weiter. Man kann mal sie einfach greifen und dann einfach irgendwo hinwerfen. Meistens kann man diese Gegner halt nicht etwa über Levels zu Levels behalten oder sogar im selben Level, aber dennoch, man kann mal sie nutzen, was auf jeden Fall einen interessanten und schönen Twist hier reinbringt. Genauso gibt es etwa eine Sache, die ich bis zum Ende loben kann mit Klonoa, dann ist das etwa das Liebe zum Detail. Egal, ob es etwa von der Story ist, mit Story-Details, egal, ob es etwa kleine Dinge sind, egal, ob es einfach nur kleine Visual Cues sind oder kleine Visual Gags, man kann mal merken, dass das Team hinter Klonoa so eine schöne Liebe zum Detail hat. Auch visuell für mich punktet Klonoa definitiv. Klar ist das visuell nicht etwa das impressivste Game, was man in letzter Zeit hatte. Dann gibt es dann doch einige, die ein wenig fancier aussehen oder zumindest ein mehr aus den Socken hauen. Aber Klonoa weiß, was es sein müsste und bietet uns eine schöne
Welt, die visuell einfach nur punktet für mich. Wie gesagt, vor allem durch die Liebe dieses Teils hier punktet die Welt super, super gut. Es hat etwas sehr Mystisches an sich, etwas sehr Magisches an sich und es treibt einfach diese Welt, die Backgrounds dieser Welt, die Details dieser Welt, die Gegner dieser Welt einfach nur so gut aus. Und das macht auch einfach nur Klonoa und seine Freunde wirklich, wirklich gut. Auch Musik ist hier ein wirklicher Scene-Stealer. Musik kann manchmal wirklich ein sehr underrateder Aspekt sein aus Videospielen. Natürlich kennen wir und lieben wir viele ikonische Tracks von Nintendo-Spielen, von Metal Gear Solid und so weiter und so weiter. Aber manchmal habe ich etwa wirklich das Gefühl, dass Musik ein wenig kaum erwähnt wird oder kaum erwähnt wird, wie es etwa die Atmosphäre eines Games erweitert oder wie es einfach nur zum Anhören ist. Und Klonoa bietet eine schöne Musik, die dieses Kindliche in Klonoa vor allem vom ersten Teil wirklich schön reflektiert. Und kindlich ist auch ein gutes Stichwort, denn einer meiner Lieblingssachen an der Klonoa Story und diesen zwei Spielen und ihrer Connective Bits wäre dabei Klonoa selbst. Ein cuter Plattform-Mascot-Charakter, der wirklich charmant ist, der wirklich liebevoll ist und einfach nur einer dieser Charaktere ist, die man einfach sehr schwer eine Zeit hat zu hassen. Ich persönlich liebe Klonoa einfach nur und sehe etwa wenige Leute, die ihn wirklich hassen. Ich meine, schaut ihn euch einfach an. Hat über die zwei Spiele eine schöne Entwicklung, die ihn einfach als Charakter erweitert, die eine schöne Dimension zu diesem Charakter, eine schöne Tiefe mit sich bringt. Was als erstmal naiver, kindlicher Charakter beginnt im ersten Teil, ist dann doch ein richtiger Heldencharakter mit einem guten moralischen Kompass im zweiten Teil. Und diese Entwicklung einfach über die zwei Spiele sich anzusehen, ist auch einfach wirklich schön. Manchmal kann man etwa mit jedem Plattformer sich fühlen, dass es etwa keine richtige Entwicklung gibt über die Charaktere. Ich weiß, manchmal können solche Status Quo Plattformer spaßig sein. Ich meine, wir alle lieben Mario und der Status Quo bei Mario wird nur selten ein wenig abgesackt oder verändert. Und ich sehe okay so, weil Mario hat eine gute Form, ja. Aber Klonoa macht etwa definitiv einen Bodenschritt dabei, dass es mehr oder weniger in diesen zwei Spielen seine komplette Story erzählt. Und auch wenn es an sich Möglichkeiten gibt für einen dritten Teil, so doch finde ich, dass etwa diese zwei Spiele so eigen sind, so in sich geschlossen sind, dass es irgendwie schön ist, dass wir einfach nur diese zwei Teile haben und nicht auf Teufel komm raus einen dritten Teil heraushauen müssen. Denn diese zwei Spiele ergänzen sich einfach nur bis zum Ende wirklich, wirklich schön und bringen auch einen wirklich schönen Cirkelschluss zu sich. Am Ende des Tages bin ich wirklich begeistert, wie ihr von meiner Stimme, von meinem positiven Lob hören könnt. Zugegeben, wenn es einen Kritikpunkt gibt und einen Mangelpunkt gibt an Klonoa oder einen Erschreckpunkt gibt eben an Klonoa für viele Leute, wo ich ein wenig hesitant bin, um das wirklich zu empfehlen, dann wäre der Punkt zur Schwierigkeit dieser Punkt. So doch ist es dann doch ein wenig kniffliger als ein typischer, klassischer Plattformer. Für mich persönlich war es natürlich auch an manchen Stellen knifflig, aber ich mochte es wirklich, weil das etwa eine Silence an manchen Stellen wirklich sich hingebracht hat. Dennoch wollte ich die ein oder anderen davor warnen, weil ich weiß, für manche kann das wirklich ein großer Upturn sein. Anyway, mich würde dann eure Meinung interessieren. Kanntet ihr schon Klonoa? Habt ihr diese Remastered Remake Collection gespielt? Und wenn ja, wie findet ihr sie? Findet ihr, dass meine Punkte Sinn ergeben haben? Oder war es komplett furchtbar? Lasst mich doch all eure Gedanken gerne in den Kommentaren wissen. Anyway, das war's auch von mir. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye!